Was ich meine, ob Menschen mit einer Behinderung ein Recht auf Selbstbefriedigung haben, meiner Meinung nach finde ich schon, dass sie ein Recht darauf haben. Was meinst du? Du auch. Ja. Das gehört dazu. Ja, genau, der Meinung bin ich auch, dass es was Natürliches ist. Genau, das macht jeder. Dann soll auch ein Mensch mit einer Behinderung es machen dürfen. Ja, genau der Meinung bin ich ebenfalls. Weil wenn jeder andere, so ob mit Beeinträchtigung oder ohne, das ist doch komplett egal. Jeder hat seine Bedürfnisse. Es geht ja allgemein um die Bedürfnisse des Menschen. Und du bist ja auch ein Mensch. Naja gut, manchmal ein kleines Alien. Ja, auch kleine Aliens dürfen das. So, Recht für jeden. Auch wenn man in einem Wohnheim lebt? Da sollten die Betreuer auch darauf eingehen, vor allem wenigstens offen damit umgehen, ein Ansprechpartner dafür sein. Ja. Na klar, also dass man wenigstens sich trauen kann, das zu fragen. Ja, ist wichtig, finde ich auch. Einfach auch gucken, wen man dann anspricht. Also soll jetzt nicht jemand sein. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Am besten sucht man sich einen gleichgeschlechtlichen Ansprechpartner. Ja. Dann hat man auf jeden Fall keine Probleme. Also man ist sozusagen, hat sich schon mal abgesichert, dass es keiner falsch verstehen kann. Ja. Du glaubst, man kennt seine Assistenten und Betreuer? Ja. Und du glaubst, dass man dann weiß, wer da lockerer ist und wer eben nicht. Wie würdest du das jetzt am besten fragen oder auch eher sagen, dass du dieses Bedürfnis einfach auch hast? Hast du da vielleicht einen Tipp? Du würdest erstmal langsam auf das Thema kommen, also so von Zeit zu Zeit, einfach mal so ein Gespräch einfach anfangen. Ja. Und dann einfach und dann, dass du es gerne mal probieren willst. Ja. Gut, klar, wenn man auch schon öfters einfach mal so ein Thema, einfach Befriedigung angesprochen hat, dann ergibt sich das ja, denke ich, auch. Dann kommen ja auch Fragen vom Assistenten oder von dem Betreuer, so wie, wie ist denn das eigentlich bei dir, denke ich. Machst du sowas? Gibt es Möglichkeiten? Ja, und genau. Ja, dann kann man genauer drauf eingehen. Ja, genau. Wenn der Ansprechpartner bereit dazu ist, ja, genau. Also natürlich alles auch ohne Zwang und Druck und dass man wirklich auch dann ein Nein auch akzeptiert, wenn jemand sagt, du, ich kann das nicht, sprech vielleicht mal jemand anderen an.
Dann kann man ja auch sehen, wie derjenige darauf reagiert. Ob er es gut findet oder eher nicht. Ja. Und ich finde aber auch, das ist vielleicht auch wichtig, nochmal zu erklären oder zu sagen, dass dann auch, wenn diejenige Person auf Ablehnung reagiert, dass man eben darauf bittet, du pass auf, das ist ein privates Gespräch. Also es wäre mir zum Beispiel wichtig, wenn ich in der Lage wäre, zu sagen, behalte es bitte einfach für dich. Man sollte damit offen umgehen, ja. Egal wer, also egal welche Person, ob jetzt behindert, mit einer Behinderung oder nicht. Man kann dann auch mit dem Ansprechpartner die Methoden herausfinden, vielleicht zusammen, wenn man dann eben auch das Vertrauen hat, derjenige bereit ist, sagen. Es kommt ja auch nochmal auf die Behinderung drauf. Da kann man mal gucken, was es gibt. Ja, genau. Was geht, genau. Ja. Richtig, genau. Also dass es wirklich auch auf die Behinderung angepasst ist. Wie hast du das sozusagen rausgefunden? Was sind so deine Methoden? Du hast einige Methoden für dich entdeckt. Okay, und würdest du da auch ein Beispiel geben? Einfach mit der Hand reiben. Genau, ja. Oder mit einem Massagegerät. Also dass man sich dann auch Hilfsmittel hinzuzieht. Ja. Genau. Das kann man ja zum Beispiel auch mit dem Ansprechpartner rausfinden. Was ist für mich möglich und was kann ich benutzen. Gut. Der Massagestab geht auch bei Frauen gut. Oder man kann in der Dusche den Wasserstrahl auf den Intimbereich richten. Und das geht echt von allein? Also man braucht eigentlich gar nicht groß irgendwie nur anscheinend jemanden, der das dann vorbereitet. Man soll es genau drauf richten, damit es dann überhaupt auch funktioniert? Okay, ja. Das ist echt geil, also kannst du empfehlen. Okay, gut. Nein, ist ja auch gut, wenn du die Tipps weitergeben kannst. Also, ja, wie ich jetzt gerade so rauslese, sind das eigentlich so gerade 3 Möglichkeiten, die du für dich entdeckt hast. Du bist danach dann auch echt locker? Also deine Spastik lässt dann auch nach? Okay. Ja, das ist ja auch sehr gut. So, ja. Für ein paar Minuten? Okay. Und dann merkst du auch schon den Unterschied. Also ist es dann eher für dich auch entspannend? Ja. Sehr gut. Ja, das ist ja auch schön. So, das soll es ja auch sein. Das sind ja alles auch so, doch auch ein paar Sachen, wo du ja trotzdem auch ein bisschen Hilfe benötigst. Also das heißt... Zum Beispiel deine Assistenten bereiten alles vor, was du... Ja? Also alles, was du brauchst, bereiten sie vor, okay? Und dann geht sie raus. Okay, ja. Du bist dann allein. Und wenn du fertig bist, dann rufst du sie. Ja. Okay. Bist du dann eigentlich nackig bei der Selbstbefriedigung oder wie machst du das? Ich bin immer nackig. Du bist nicht immer nackig.
Du hast eine Strumpfhose mit einer Einlage an. Dann reift dein Penis einfach und einfach auch durch die Stimulation reicht das auch schon. Ja. Und dann kommt alles in die Einlage oder in die Windel. Ja, und so kann es eigentlich auch schnell wieder oder auch unkompliziert eigentlich entfernt werden, ohne dass die Assistenz dann noch irgendwas wegwischen muss oder ja. Man kann auch einfach und machen. Man kann es einfach in einer Hose machen. Und kann ja, gut. Wenn die Hose locker ist, dann geht es sehr gut. Und dann hast du aber keine Einlage an, oder? Nee. Ja. Wer mehr Informationen haben will, der kann auch auf deine Homepage schauen. Du hast einen 18er-Bereich. Und da hast du auch einige Videos drauf, um das Thema eben Selbstbefriedigung. Ja.